Herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast. Eine Nachricht aus meinem Herzen will zu dir. Wie viele Menschen suchen auf der Erde nach Liebe, nach Anerkennung, nach Freude, nach Leichtigkeit, nach sich wohlfühlen, nach sein dürfen, nach Anerkennung, nach Fülle, nach Lachen, Freude im Leben. Wie viele Menschen sind traurig, weil sie das nicht finden können oder weil sie das nicht leben oder weil sie den Mangel davon fühlen oder im Mangel davon leben und anstattdessen in Krankheit, in Schwierigkeiten, in Ängsten, in Herausforderungen, in Streit, in Unsicherheit, in Problemen sitzen. Warum wir das als Mensch suchen, was uns Freude bereitet, unsere Freude, unsere Leichtigkeit, Liebe, einfach geliebt werden für das, was wir sind, angenommen werden. Warum wir das so tief, alle, als Bedürfnis haben, ist, weil wir wissen, in den Tiefen, dass wir das eigentlich sind. Mühsal, Schwierigkeiten, Auseinandersetzungen, der blöde Nachbar, die Schwierigkeiten, die mir dort oder an der Arbeit oder so überall begegnen oder die Ängste, die ich habe und all diese ganzen Dinge. Den Mangel, nicht wissen, wie ich meine Rechnung zahlen soll, meine Schwierigkeiten auflösen soll in meinem Leben. Keiner will das haben. Weil du das auch gar nicht wirklich bist. Warum ist das so im Leben? Zum einen ist genau durch diese Trigger, durch diese Schwierigkeiten, durch diese Dinge, die wir da erfahren, dass wir jedes Mal wieder die Möglichkeit haben, weil wir eigentlich was ganz anderes wollen, Schritte in unserem Bewusstsein zu setzen. Alle Schwierigkeiten sind schlussendlich tatsächlich eigentlich Geschenke deiner Seele, dich daran zu erinnern, wer du wirklich bist und was du willst und dass du wählen kannst und dass du neue Dinge in dir finden kannst. Wenn ich immer in der gleichen Situation bleibe, immer gleich denke, immer am gleichen Ort bleibe, immer die gleiche Sache mache, kann ich das nicht verändern. Werde ich immer wieder mit den gleichen Dingen konfrontiert. Wenn ich aber anfange zu sagen, jetzt reicht's mir und ich fange an, Neues auszuprobieren, neues Bewusstsein in mich reinzulassen, zum Beispiel auch mal raus aus der Situation zu gehen, ganz woanders hinzugehen, dahin zu gehen, wo ich noch nie gewesen bin, kann das aufbrechen. Und auf einmal kommt eine neue Lebensperspektive und mit der neuen Lebensperspektive kann ich plötzlich meine Situation anders sehen und anfangen zu verändern. Ist es nicht so, dass du das bist, was du heute bist, weil du diese Trigger im Leben hattest, die dich immer wieder gefordert haben, nächste Schritte zu setzen und in deinem Bewusstsein zu wachsen? Ist nicht dieser Drang nach einem erfüllten Leben der dich immer vorwärts treibt? Jetzt ist das große Geheimnis, dass wir die Erfüllung und die Freude, die Leichtigkeit, die Schönheit, den Reichtum und den Frieden, die Freude und alles das, was wir suchen, niemals im Außen finden können. Wenn wir es an etwas im Außen setzen, an ein neues Auto, an Geld, an eine andere Person, an einen Liebhaber, an irgendetwas außen, sind wir
immer in der Abhängigkeit. Erstens mal hält ein neues Auto nicht sehr lange, dass wir wirklich die Freude und die Begeisterung empfinden und an anderen Stellen auch nicht, wenn wir es über außen nehmen. Wir können immer nur den Dingen hinterherrennen, aber wir finden keine wirkliche Befriedigung. Es geht nicht. Wir können Freude, Leichtigkeit, Fülle, Reichtum, all diese Dinge im Außen nicht finden, weil das Außen eine Reflexion ist und nicht die Realität ist, eine Reflexion unseres eigenen Bewusstseins. Wenn wir aber die Dinge anfangen, in uns zu finden und erkennen, wow, diese ganzen tiefen Bedürfnisse, die wir haben, sind das, was unsere eigentliche Natur ist. Wenn wir mal diesen Verstand, der uns erzählt, wir haben das und das nicht und wir können nicht und das ist nicht gut und du bist nicht gut, ich bin nicht gut, alles ist nicht gut. Wenn wir das in uns zur Ruhe bringen, an seinen Platz weisen, in uns hineinsinken, mit dem, was in uns als Energie unsterblich ist, in Verbindung treten, sehen wir auf einmal, dass ja alles schon da ist. Und da führt uns dieses tiefe Bedürfnis, wenn wir es so verstehen, nach Freude, nach Leichtigkeit und Liebe zu dem, was wir wirklich sind. Alles, was wir suchen, ist schon da. Hat niemals gefehlt, wurde nur nicht wahrgenommen. Es ist so, wie wenn ein Schatz, der größte Schatz, den du dir vorstellen kannst, unter deinem Haus vergraben ist. Du weißt nicht, dass dieser Schatz da ist, weil du gar nicht auf die Idee gekommen bist, zu graben und zu schauen, ob da ein Schatz ist. Weil du deinem Verstand gefolgt bist und den Dingen gefolgt bist, damit du das, was du so dringend haben möchtest, im Außen erreichen kannst. Du hast dich jahrelang vielleicht durch einen Job gequält, den du nicht leiden kannst, damit du irgendwie das Geld bekommst, was du zum Überleben brauchst. Derweil hast du unten drunter, unter deinem Haus, einen gigantischen Schatz vergraben. An den bist du nur überhaupt nie gekommen. Auf die Idee bist du noch nicht mal gekommen, dass dort ein Schatz liegen könnte. So ist das mit unserem eigentlichen Sein. Jeder einzelne Mensch hat in sich den Zugang zu seinem eigentlichen unsterblichen Wesen. Dieses unsterbliche Wesen ist allwissend, mit allem verbunden, kann alles, ist frei, kann alles erschaffen auf dieser Welt, von dem wir überhaupt uns gar nicht vorstellen können, in welcher Dimension und Größe wir eigentlich erschaffen können. Nur niemand hat uns im Schulsystem natürlich sowas beigebracht, dass das alles in einem ist und nur darauf wartet, entdeckt zu werden und entschlüsselt zu werden, hochgeholt zu werden, aktiviert zu werden. Natürlich nicht, weil im Schulsystem haben wir sozusagen Programmierung gelernt, den Dingen von außen zu glauben, damit wir schön als Gesellschaft brav den Strukturen folgen, nichts hinterfragen am besten und eine vorgegaukelte Realität als Realität erkennen. Dabei ist das genau das, wodurch und warum wir so viele Schwierigkeiten erfahren, uns oft so klein fühlen, in unserem eigenen Gefängnis sitzen, nicht können und auf all die Dinge warten, die wir eigentlich haben wollen. Anstatt den Schatz, der unterm Haus als Bild in uns liegt, hervorzuholen, zu nützen und das Spielleben damit zu erkennen und neu spielen zu können, neu zu definieren. Und zu sehen, dass die Limitierungen
im Denken, in unseren Vorstellungen, in unseren eigenen Glaubenssätzen uns Barrieren vorgaukeln, die uns von allem abhalten wollen, was wir wirklich wollen und wirklich sind. Es ist Zeit, jetzt nach Hause zurückzukommen, den Schatz zu entdecken, den Schatz rauszuholen, aus dem Schatz heraus zu leben, die Fülle, die da ist, die du bist, zu leben. Du bist ja nicht klein, winzig und uninteressant. Nein, du bist das Entscheidendste in deinem ganzen Universum, in allem, was du wahrnimmst. Du bist die Sonne in deinem Universum, du bist das Zentrum in allem. Denn alles, was in dir ist, was du in dir fühlst, zeitverschoben, reflektiert sich im Außen. Nein, 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 das ist nicht getrennt von dir. Es gibt in dem Sinne kein Außen. Das Außen ist eigentlich innen. Nur deine 5 Sinne und dein Körper und dein Verstand. Mit diesem Gerät, könntest du sagen, was eigentlich sehr hochkomplex ist, was wir aber nicht voll entwickelt haben in den meisten Fällen. Denn wir haben nicht nur 1 oder 2 Stränge, die aktiviert sind von unserer DNA zur Verfügung, sondern eigentlich 13 bzw. 24 Stränge DNA. Und wenn wir diese ganzen Stränge alle aktiviert haben, unserer gesamten DNA, ist ein göttliches Schöpferwesen am Werk im Körper, was ungetrennt von allem ist. Es ist also unser eigenes Bewusstsein dafür zuständig, wie wir und was wir im Leben erfahren. Meine Worte resonieren in deinem Herzen, weil du dich selbst erkennst, weil du die Schwingung spürst, weil du weißt, dass das, was ich sage, wahr ist. Das weißt du, weil dein inneres Wesen ist nichts anderes wie mein inneres Wesen. Wenn wir also anfangen zu erkennen, dass ausschließlich die Programmierung und der Verstand, denn hast du schon mal ein Kind gesehen, das auf die Erde kommt? Ein kleines Kind, was mit Verstand arbeitet, was fragt seine Mutter, wo arbeitest du? Wie viel Geld verdienst du? Ich nicht. Kein Mensch kommt mit Verstand auf die Erde. Alle sind am Sein angeschlossen. Und wenn es gar keine Programmierung erfahren hat am Anfang, also frisch auf die Erde kommt, ist jeder pure Liebe, zwar jedem gegenüber, und fühlt sich verbunden mit jedem. Das kommt erst peu à peu rein, dass man sagt, nein, ich möchte zu Mama, nicht zu dir. Und diesen Teil, der da eben programmierend wirkt, den nenne ich Verstand, der ist es, zu dem wir Abstand gewinnen müssen, den wir beobachten müssen, den wir kennenlernen müssen, den wir nicht mehr blind glauben müssen, nur weil er in unserem Kopf redet, nicht denken, der gehört zu uns und der sind wir. Was meinst du, wie viele Programmierungen jeden Tag laufen? Die Medien sind Programmierung, die Zeitschriften sind Programmierung, Schönheitsgeschichten sind Programmierung, Schulsystem ist Programmierung, was wir lernen ist Programmierung, dass das so ist, die Erde ist rund oder flach oder die so ist das oder so ist das oder so, das sind alles Programmierungen. Regierung, Programmierung und mal so weiter, du kennst dich aus. Diesen Programmierungen, den Dingen, die wir im Verstand gespeichert haben, nicht mehr blind zu folgen und nicht mehr blind zu glauben, ist genau das Mittel, was dich frei macht. Anstattdessen den Impulsen, die von unten kommen, dem tiefen, unten drunter liegenden Wissen in dir zu vertrauen, zu spüren, deinem Herzen zu vertrauen. Das sind die Wege und die Schlüssel, dich zu dem Schatz, der in dir ist, zu führen
sodass du diesen anfangen kannst zu öffnen, zu aktivieren, deine DNA-Stränge anfangen kannst zu aktivieren und dein eigentliches Potenzial immer mehr und mehr hier auf die Erde zu bringen und zu erkennen, wie das Spiel eigentlich des Lebens tatsächlich gespielt wird. Es ist alles in dir und es sind alle Bereiche jetzt in dir vorhanden. Genauso wie du im Alltag durch eine Situation getriggert werden kannst und restlos in die Wut gehen kannst, aber auch die Möglichkeit hast zu erkennen, okay, die Wut bringt mir vielleicht nicht wirklich was. Anstattdessen gehe ich jetzt raus aus der Sache, die mich triggert und gehe anstattdessen in meine innere Ruhe, raus aus der Außensituation, aus der Triggergeschichte rein, ins Loslassen, ins Zulassen, in die Akzeptanz, es ist alles gut im Leben, so wie es ist. Es findet alles im Kopf statt. Du siehst es derweil ich rede. Und auf einmal entziehst du der Situation, die Wut in dir ausgelöst hat, den Boden und fängst dich zwangsläufig an zu beruhigen. Und es löst sich die Situation im Außen auf. Nur das ist oft nicht so leicht, weil das erfordert eine gewisse Schulung und es erfordert vor allem zu sehen, wer ist der Chef im Haus? Mein Verstand, meine Vorstellungen oder das, was ich eigentlich bin. Stell dir eine Welt vor, wo die Menschen nicht mehr ihrem Verstand folgen, sondern dem wissenden Anteil in sich. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie schnell alles wieder in seine Balance und sein Gleichgewicht zurückkommt. Denn hier wissen wir, wie die Dinge gehören. Selbstverständlich wissen wir, die Gesetze der Natur anzuwenden. Selbstverständlich arbeiten wir nicht mehr für uns und unseren Ego, weil wir meinen, wir müssten für den arbeiten, damit wir liebenswert wären und anerkannt werden. Selbstverständlich erkennen wir, dass wir selbst die Erde sind, wir selbst die Pflanzen sind, wir selbst die Steine sind, wir selbst die Tiere sind und wir selbst jeder andere Mensch sind. Und wenn wir für andere arbeiten, arbeiten wir wirklich für uns. Und nicht umgekehrt. Es ist Zeit, aus der Programmierung auszusteigen und zu erkennen, worauf es wirklich ankommt. Dein Herz hat mich verstanden, durchgängig. Und je mehr du das anwenden kannst, was du verstehst, und ich empfehle dir, dieses Video immer wieder anzuhören, denn du wirst sehen, es ist reich an Schätzen. Jedes Mal wirst du etwas anderes hören, das dich erinnert an den, der du wirklich bist. Danke dir von Herzen, dass genau du da bist und bis hierher gehört hast.